man muss hier extrem aufpassen. Hier ballern die Wellen dagegen. Das sieht echt unglaublich aus. Und wenn du einen Schritt falsch machst, da unten hin, dann bist du weg. 3 Fotografen auf einem abenteuerlichen Roadtrip durch Nordnorwegen. Schroffe Berge, zerklüftete Inseln, tiefe Fjorde. Perfekte Bedingungen für Team Haugland. Ich selber war schon öfter in Norwegen, aber in den nächsten Tagen bereisen wir auch Regionen, in denen ich selbst noch nicht war und selber noch nicht fotografiert habe. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich war auch noch nie im Herbst hier, beziehungsweise Spätsommer. Ich bin sehr gespannt, wie die Färbung jetzt hier nördlich des Polarkreises schon vorangeschritten ist. Was ich von dem Trip erwarte, sind auf jeden Fall krasse Landschaften, krasse Wetterbedingungen, verrückte Situationen und ein lustiges Beisammensein mit den Kollegen. Ich bin echt gespannt, wie das wird und vor allem das Dramatische, was diese Landschaft und diese Insel mit sich bringt. Da freue ich mich schon sehr drauf und ich glaube, das gibt sehr epische Bilder. Wir starten am Flughafen in Harstad-Narvik, fahren dann mit dem Auto Richtung Tromsø nach Senja, das ist eine Insel, und von Senja fahren wir dann mit der Fähre nach Andøya bzw. auf die Vesterålen und von dort aus dann weiter auf die Lofoten zum Ursprungsort von Haugland. Wir sind ja nachts nach Senja gefahren, knapp 3 Stunden, und haben dann geschlafen, sind am nächsten Morgen aufgewacht und haben das erste Mal die Landschaft sehen können. Windig, schön. Boah, das ist runtergefallen. Ja, mein erster Eindruck von Senja war auf jeden Fall kälter wie erwartet. Also es ist ja immer noch Sommer eigentlich und ich dachte nicht, dass es schon so kalt ist tatsächlich. Am ersten Tag hatten wir auf jeden Fall wettertechnisch schon mal einen sehr anspruchsvollen Einstieg. Ja, mit Regen. Wir sind trotzdem direkt losgefahren zu unserem ersten Spot. Wir werden erstmal so ein bisschen um die Insel fahren, so ein bisschen uns Sachen angucken und schauen, was wir tatsächlich machen können, weil eine Sekunde regnet es, in der anderen Sekunde regnet es nicht, dann regnet es wieder richtig krass und der Wind ist heute auch sehr, sehr stark. Also ich glaube, das wird recht cool und dramatisch heute. So hoch oben war ich noch nie und ja, die Landschaft kennt man von vielen Bildern, von vielen Aufnahmen und jetzt das endlich mal live mit den eigenen Augen zu sehen. Da freue ich mich drauf, bin sehr gespannt und vielleicht ist schon der ein oder andere Shot heute dabei. Bei der ersten Location waren wir an einem super schönen Strand, ähnlich wie der Karibik von der Sandfarbe her. Und es hatte schöne Muster im Sand drin. Wir haben direkt angehalten hier an dem wunderbaren Strand und schauen jetzt mal so nach ein bisschen ja, schönen Motiven. Hier steht Schwimmbereich. Also hier kann man scheinbar schwimmen. Bisschen frisch, aktuell. Es war ziemlich kalt. Ich hätte nicht gedacht, dass es um diese Jahreszeit schon so frisch ist. Wahrscheinlich lag es auch an dem Wind. Ich denke mal, es waren so um die 7 Grad. Aber weil der Wind ziemlich steif war und dazu es immer mal wieder geregnet hatte, war es doch schon sehr, sehr, sehr frisch, sodass ich direkt von Anfang an eigentlich Handschuhe anhatte. Und währenddessen in Deutschland 26, 27 Grad. Meine Frau hat mir Nachrichten geschickt, ey, wir sind heute gerade am See, was macht ihr? Ich habe gerade Handschuhe an und es regnet und es ist richtig kalt. Voll krass der Unterschied. Hinter mir seht ihr diese krassen Felsen. Das sieht echt unglaublich aus und mit Licht-Schattenspiel, was jetzt mit dem bewölkten Himmel der Fall ist, gibt es ganz coole Strukturen. Ja, ich gehe jetzt mal mit dem Teleobjektiv auf die Suche nach coolen Motiven. Ich glaube, es wird spannend zu beobachten, wie jeder von uns an den gleichen Locations anders fotografiert und andere Bilder mitnimmt. Ja, selbst als Profifotograf musst du dich natürlich aufwärmen, wie es ein Profisportler auch macht. Die Fußballspieler, die sind vor dem Anpfiff auch im Stadion und kicken schon ein bisschen, werden warm, dass das dann ab Anpfiff auch gut läuft. Und so ist es beim Fotografieren auch. Du musst ein bisschen reinkommen, du musst in den Flow finden. Und kleiner Tipp ist da, erstmal, bevor du hier wirklich das große Equipment auspackst,
durchs Handy zu schauen. Ja? So ein paar Perspektiven schauen, hoch, runter, nah, ranzoomen, weitwinklig. Das hilft dann schon oft, um zu sehen, hey, das könnte sich lohnen. Und dann wird die Kamera ausgepackt. Schauen wir mal. Ich bin der Christoph, ich bin Coach für Bildbearbeitung und Fotografie und komme aus dem wunderschönen Nürnberg. Ich liebe es einfach zu fotografieren, also dieses Auslöser drücken, das ist für mich einfach das Größte auf der Welt. Ich will mich da gar nicht so festlegen, ob ich jetzt lieber Landschaften oder Städte, Reisen, People oder sonst irgendwas. Ich mache das, worauf ich Bock habe, gerade was gerade Spaß macht, und ja, so entwickelt sich das auch in die verschiedensten Richtungen dann weiter. Wir sind alle ein bisschen getrennt. Jeder fotografiert so sein Teil, das, was ihn interessiert. Wir haben alle eine GoPro dabei, mit der wir hier gerade filmen auch, und nehmen euch so ein bisschen Vlog-mäßig mit. Gerade wenn es mit dem Licht nicht immer ganz so gut klappt, hilft es oft, wenn man sich natürliche Rahmen sucht. Und hier haben wir jetzt gerade einen schönen mit einem Baum, Bäumchen, ein paar Büschen. Und dadurch, wenn man hier eine relativ lange Brennweite nutzt, kann man noch schön hinten die Bergsilhouette sehen. Das Gute ist, wir sind auch zu zweit oder mit mehreren Leuten unterwegs. Und das ist immer so ein kleiner Vorteil, wenn man mit mehreren unterwegs ist. Ich nehme jetzt Ludwig und dann filmen wir mal und stelle ihn hier hin. Dann haben wir noch so einen kleinen Referenzpunkt. Und ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Vor allem mit der gelben Haugland noch dazu. Super. Am Strand habe ich noch super Strukturen entdeckt am Boden, wo man auch ein bisschen Führungslinien für die schönen Berghintergründe suchen kann. Ich habe es gerade noch so geschafft, eine Langzeitbelichtung zu machen. Von diesem Wasserfall da hinten, zusammen mit diesem kleinen Häuschen. Jetzt fängt es an zu regnen. Das heißt, ich muss die ganzen Filter wieder einpacken, weil jetzt die ganzen Regentropfen da drauf natürlich fürs Foto in der Langzeitbelichtung nicht so gut sind. So ist es. Eine Sekunde auf die andere. Scheiße, ja, jetzt fängt das Regnen an. Aber wir haben die Shots im Kasten. Richtiger Tourist bist du, ey. Ja, jetzt müssen wir den Regen ein bisschen aussitzen, aber da hinten sieht schon wieder ganz gut aus. Die Herausforderung am ersten Spot war definitiv das Wetter. Ein Auf und Ab mit Regen und Regenstopps und Wind. Hier direkt neben der Straße ist so ein richtig nicer Wasserfall. Nur die Stromleitung sieht ein bisschen blöd aus, aber ich guck mal, ob ich da hochlaufen kann und vielleicht die Stromleitung nicht im Bild habe. Dann habe ich den Weg so ein bisschen erkundet. Und ja, mich auch ordentlich auf die Fresse gepackt. Schön hingefallen, ja, in den Matsch rein, mit der laufenden Kamera, aber gehört dazu. Bisschen umgeknickt, aber das ist natürlich immer schön am ersten Tag erstmal schön hinpacken. Hier sind die Herbstfarben sehr schön bei diesen kleinen Bäumchen. Also das sieht echt top aus. Ja, im ersten Spot mit dem Strand war es eigentlich ganz schön, dass hinten dran noch so ein kleiner Bach runterkam. Da konnten wir ein paar kurze Langzeitbelichtungen machen, bevor dann wirklich der Wolkenbruch kam und wir ins Auto geflüchtet sind. Aber da sind schon ein paar schöne erste Shots entstanden. Jetzt geht's zu diesem epischen Bergpanorama. Wir haben es vorhin vom Strand schon gesehen. Jetzt sind wir noch mal näher dran und hier klatscht das Meer schön auf so eine Steine. Ich glaube, das wird richtig gut mit Vordergrund und Hintergrund und es regnet gerade auch nicht. Also, let's go! Ja, man sieht hier überall Felsen mit schönen Linien drin. Mein Name ist Lukas Vögelin. Ich komme aus der Schweiz, aus Basel, und ich bin Landschaftsfotograf. Ich mag am liebsten Bilder mit einem sehr präsenten Vordergrund, wo etwas passiert, wo der Blick geleitet wird. Und was ich auch mag, sind Farben. Nicht zu viel,
aber so im guten Maß, das ist eigentlich schon etwas, was meinem Stil entspricht. Und Linien ist etwas, was ich immer wieder suche für meine Bilder. Und das kann man hier super einbauen. Also wenn du an einer Location ankommst und solche Linien hast, versuch es einzubauen und deinem Bild mehr Schwung zu geben, mehr Tiefe zu geben, mehr Verbindung zu geben. Wir haben überall so kleine Pools hier mit Spiegelungen. Da hatte ich gerade schon Ludwig hier einmal hin platziert. Schaut mega aus, gerade wenn man relativ nah, ich zeig das dir mal, ich muss bloß aufpassen, das ist ultra rutschig. Mich hat gerade hier schon fast richtig auf die Fresse gelegt. Wenn man hier nah runter geht, jetzt ist gerade ein bisschen windig, aber wenn man hier nah genug rangeht, dann hat man hier wirklich eine 1A Spiegelung. Und mit dem Himmel da noch dazu, das sieht schon geil aus. Da toben wir uns jetzt ein bisschen aus. Es war sehr, sehr imposant, dort zu fotografieren, und die Wassermassen hatten schon eine ganz schöne Kraft. Das Wasser war zwar einiges weg, also einige Meter weit entfernt, aber wenn man da einen falschen Schritt macht und ins Wasser reinfällt, das willst du nicht. Man muss hier extrem aufpassen, es ist super rutschig hier unten. Das ist alles wie hier Schmierseife. Und wenn du einen Schritt falsch machst, da unten hin, dann bist du weg. Es ist A, richtig kalt, und B, richtig, richtig stark und zieht dich in den Ozean oder knallt dich gegen die Felsen. Das heißt, auf jeden Fall aufpassen, wo man hintritt, weil falscher Schritt kann echt gefährlich werden. Mein Name ist Benjamin Jaworski, Fotograf und Abenteurer, und die meisten Leute, die meinen Kanal hier abonniert haben, werden mich sehr wahrscheinlich auch kennen. Hauptsächlich fotografiere ich Landschaften, fotografiere aber auch gerne Menschen, andere Sachen. Ich denke jetzt aber, in Norwegen werde ich hauptsächlich Landschaften fotografieren. Ich stehe jetzt hier oben auf so einem riesigen Felsen, vor mir hauen so die Wellen runter und ich baller ein paar Langzeitbelichtungen weg. Sieht richtig cool aus, weil hier ist so ein Stein, sieht man das? Dieser Stein hier. Und das sieht ganz geil aus, wenn die Wellen so drumherum knallen. Ich mache da sogar eine relativ lange Belichtung, so knapp 30 Sekunden, ich glaube 20 Sekunden sind es ungefähr. Und das sieht ziemlich fresh aus, vor allem so mit diesen dramatischen Felsen im Hintergrund. Ja, die Herausforderung am ersten Tag war, mit den wechselnden Lichtsituationen klarzukommen. Du musst dich ein bisschen darauf einstellen, es ist nicht nur Regen oder nicht nur Sonne, sondern es wechselt wirklich schnell. Du musst schnell umschalten können. Das war ein bisschen herausfordernd, hat aber auch Spaß gemacht. Hier ballern die Wellen dagegen, es regnet und hier sind diese krassen Spitzen. Also das ist ein kleiner Fotografentraum hier. Wie heftig das Licht da hinten durchschießt. So, wir haben den einen oder anderen Regenschauer hinter uns. Ich muss jetzt mal schnell hier die Kamera trocken machen, bevor ich das Objektiv wechsle, weil jetzt gerade haben wir hier hinten ein schönes Licht-Schatten-Spiel in der Ferne, da brauche ich eine längere Brennweite. Aber was wir hier an geilen Szenerien hatten, da hinten kam die Sonne runter, dann mit so dunstigen Lichtverhältnissen. Also war mega schön einfach, hat richtig Spaß gemacht. Wir sind ein bisschen nass geworden, also außen, innen natürlich nicht, aber es hat sich mega gelohnt. Das ist Fotografieren, wie ich es liebe. So typisches Norwegen-Wetter zum einen und zum anderen aber auch diese heftigen Wellen. Dieser Atlantik, der da einfach ranklatscht und ranhämmert und dieser ganze Nebel, dieses ganze Salzwasser spritzt die ganze Zeit. Ich stehe oben auf so einem Felsen drauf und zack, zack, zack. Und dann warte, Langzeitbelichtung. Geil. Also das feiere ich übertrieben. Ich glaube, wir kommen hierher auch nochmal zu Sonnenuntergang. Wir sind dann nochmal woanders hingefahren, um zu gucken, ob dort vielleicht nochmal besseres Licht ist oder vielleicht auch weniger Regen. Also probiert das Ganze so ein bisschen abzupassen. Wir sind dann zu so einer Aussichtsplattform gefahren. Und ich bin ja sonst nicht so ein Fan von Aussichtsplattformen, aber was ein heftiger View. Komplett verrückt. Man weiß gar nicht, was man als erstes machen soll. Heute Mittag, der Akku schon tot nach nur einem halben Tag. Hat keiner damit gerechnet, die Sonne war weg.